kann man dem Rat angehören und selbst kein Meister sein? Bevor ich jetzt hier loslege mit dem Griff des Tages, erstmal ein Dankeschön an die ganzen Follower. Also die steigen irgendwie ruhig und gemütlich, aber sie steigen. Das macht mir sehr viel Spaß. Deswegen hier an der Stelle nochmal am Anfang des Videos gesagt, gerne einen Like-Button, wenn es euch gefällt, und gerne ein Abo. Das hilft mir und dem Kanal zu wachsen und ist auch eine tolle Motivation für mich, hier weiterzumachen. Und wenn ich sehe, dass es euch gefällt, macht das umso mehr Spaß. Aber ich würde es auch so machen, glaube ich. So, und jetzt, Kali, geht's zu deinem Griff. Wir haben hier den Knight AS3. Er wird eigentlich verkauft von KS Sabers, wird aber ursprünglich produziert von Elf Sabers, also das ist ein Elf Sabers Griff. Nebenher gibt es noch ganz viele verschiedene andere Varianten von 8-9 Sabers oder von, ach weiß der Kuckuck was, da heißen sie Skinny Flex, Anyflex, genau, 7 Chambers wollte ich sagen. Und bald kommt auch noch der Youngling Slayer. Also viele verschiedene Versionen. Der Griff hat den anderen gegenüber ein paar Vorzüge, auf die gehe ich dann später noch ein. Aber erstmal wollen wir uns hier den Griff und das Chassis ansehen, womit wir es hier zu tun haben. Ja, wie sieht mein Auftrag aus? Wir haben hier den Griff, also ich soll ihn installieren, ne, offenkundig. Diesmal brauche ich aber auch wenn ich es hätte, brauche ich kein Chassis zu designen. Das wurde mir geschickt. Und zwar eins mit Kristallkammer. So, hier kommt schon, brauchen wir später. Ich habe hier ein bisschen vorgearbeitet und als ich so vorgearbeitet habe, dachte ich wieder, hey, fang bitte vorne an im Video, damit die Leute wissen, was ich hier so mache und was der Ausgangspunkt ist. Also ursprünglich kommt so dieses Teil an. Das obere Teil, das habe ich auch vor Monaten schon praktisch vordesignt. Das war ursprünglich ein bisschen schmaler, aber der Wunsch war, dass es ein bisschen breiter wird, damit die Kristallkammer nicht so ganz in die Länge gezogen wird. Und dabei lag jetzt auch noch dieses Teil. Also der erste Versuch fand schon irgendwie statt, das Ding zu installieren. Ja, wir sehen, hier ist irgendwie was passiert. Ich kenne nicht die ganze Geschichte. Auf jeden Fall muss ich noch versuchen, diese LED daraus zu holen. Wäre ja schade drum. Und das weitere Problem war hiermit, das ist der untere Teil der Kristallkammer. Der kommt hier hin. Der ist, ich habe das Ding einfach nachgedruckt. Die STL-Dateien habe ich bekommen. STL-Dateien sind ein 3D-Format, mit dem die man öffnen kann, aber nicht bearbeiten kann. Also das ist die reine Geometrie, ohne dass ich jetzt noch Bohrungen oder, weiß der Kuckuck was, eine Nut reinsetzen kann oder den Durchmesser verringern kann. Und hier ist das Problem, auch als ich ihn neu gedruckt habe, der ist hier viel zu eng. Hier der Teil des Chassis, der passt rein. Der ist auch recht eng, so wie wir es haben wollen. Hier wackelt jetzt nichts. Und es reicht mir, dass dieser Teil des Chassis schön eng sitzt. Der Teil hier mit der untere Teil der Kristallkammer und der obere, die sollen hier wirklich rein ohne Widerstand. Und deswegen, weil der am Ende die Kristallkammer auf Stelzen steht, da möchte ich keine große Reibung haben. Deswegen hieß es für mich jetzt nochmal, dieses Teil neu designen am PC. Dieses Teil habe ich ja schon neu designt. Hier nehme ich einfach nur ein bisschen was vom Durchmesser ab, irgendwie 4/10, und dann passt das auch rein. Und um ganz sicher zu gehen, mache ich diese Nut, denn hier sind, der Blick wieder rein, 2 Schräubchen, links und rechts, die dafür sorgen, dass mein Chassis geführt wird. So, und ja, das ist der Startpunkt jetzt für mich. Eben dieses untere Teil hier neu zu designen, habe ich schon gemacht. Wie gesagt, ich habe ein bisschen vorgearbeitet. Hier ist es jetzt. Und die Messingstäbe, die dabei waren, sind leider zu kurz gewesen. Hoppala. Ich habe noch 3 andere. Die waren zu kurz und da hieß es dann einfach neue abdrehen. Ich hatte kein Messing mehr, deswegen habe ich Kupfer genommen und ich hatte auch keine 4 mm Durchmesser mehr. Ich hatte nur noch 3. Aber das ist egal. Stabil genug ist es immer noch. Und die haben den gleichen Innendurchmesser wie die 4 mm Rohre aus Messing, deswegen haben wir hier keinen Verlust, was die Kabel angeht, denn hier muss ich ja immer noch ein paar Kabel durchzwängen. Das wird alles passen. Genau, und jetzt fange ich im Grunde hiermit an. Ich habe es neu designt, ich habe es schon gedruckt, es passt jetzt auch. Und wenn ich das Ganze hier jetzt nur im unteren Teil schon mal, Moment, kleiner Trick.
So, die Kupferrohre direkt mal eingesetzt und jetzt sehen wir auch schon, wenn ich es hier einführe, hier haben wir Spiel, das geht wunderbar locker rein, kein Problem. Und jetzt kommt der untere Teil des Chassis, da müsste ich ein bisschen mehr drücken und zack, das passt jetzt also. Also der Startpunkt ist gesetzt. So, das Ganze ist noch nicht geklebt, deswegen könnte es hier jetzt ein bisschen lockerer sein, aber das sieht auch ganz gut aus. Und ein Kristall dafür habe ich auch. Und jetzt gilt es, das Ganze zusammenzubauen. Und das sehen wir im nächsten Teil des Videos. Bis gleich. In meinem jugendlichen Leichtsinn sage ich hier gleich. Gleich heißt irgendwie 3 oder 4 Tage liegen dazwischen. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter. Der Griff ist fertig installiert. Gucken wir direkt mal rein, wie das Ganze aussieht. Jetzt wackel ich hier wieder an der Kamera. Mein Gott. Einmal aufgeschraubt. Nur noch mal zur Wiederholung. Das Chassis-Design ist nicht von mir. Der Griff wurde mir so geschickt, beziehungsweise mit Chassis. Und ich habe so ein paar Anpassungen einfach vorgenommen. Also die ganze designtechnische Arbeit, die Ehre gebührt jemand anderem. So, aber ich habe das Ganze zum Laufen gekriegt. Fangen wir direkt mal an. So, einmal. So. Ich habe einen Style, der ist auf Anakin zugeschnitten, also da leuchtet hier alles blau. Und einen habe ich auf blau, rot und grün geschaltet, so dass ich auch sehe, dass hier alles funktioniert. Genau, da haben wir noch schon. Ich habe jetzt mal auf stumm geschaltet. Also hier oben leuchtet alles wunderbar blau. Dann habe ich hier oben auch noch eine LED reingesetzt, sodass wir hier ein bisschen mit der Farbe spielen können. Und hier unten, das ist die LED, die ich hier aus diesem silbernen Teil rausgefriemelt habe. Da muss ich ein bisschen Aceton benutzen und das ganze Teil im Grunde zerschneiden, wie bei der Feuerwehr nach einem fiesen Unfall. Anders habe ich das Ding ja nicht rausgekriegt. Aber es funktioniert noch. Ja, und hier haben wir jetzt dieses wunderschöne Chassis mit Kristallkammer. Ich fange mal kurz mit dem nicht Negativen an, aber wenn ich so ein Ding konstruiere und das Ding wurde einfach zwar konstruiert und gedruckt und so weiter, aber nie verbaut. Und im Nachhinein sieht man dann immer so, was man hätte besser machen können. Es sind Kleinigkeiten. Hier die Buttons, hier sieht man für meinen Geschmack noch zu viel Kabelei. Da könnte man theoretisch noch irgendwie dafür sorgen, dass das Loch ein bisschen kleiner ist oder so. Auch die Breite, die könnte man noch anpassen, so dass die Schalter da wirklich auch direkt einen Pressfit haben oder zumindest einen so engen Sitz haben, dass die hier kein Spiel haben und sich verdrehen können. So muss man die wirklich fix ankleben, damit die hier sauber sitzen. Was haben wir noch? Hier hinten, aber das liegt am Griff selber. Hier haben wir sehr wenig Platz hinter dem Speaker. Da verlaufen da die beiden Kabel des Speakers selber und das Batteriekabel, also vom negativen Pol. Und hier ist sehr wenig Platz. Da muss ich die extra dünnen Kabel benutzen, also immer noch 22 AWG, aber dünner ummantelt, damit ich da rumkomme. Ansonsten hier der Kill-Switch, das könnte auch ein bisschen enger sein. Wenn man das Ding kleben muss, ist immer doof, ist immer heikel. Deswegen einfach hier auch ein Pressfit 5,4 mm benutze ich da immer, damit das Ding hier reingedrückt werden muss und von selber nicht rauskommt. Ansonsten, also ich will hier nicht groß rummeckern, ne? Das ist alles Klagen auf hohem Niveau, wenn etwas nicht hundertprozentig passt. Am Ende passt alles rein, aber es könnte alles so ein bisschen selber halten. Hier das Profiboard, um mal mit dem Positiven weiterzumachen. Das Profiboard ist ein Pressfit, das ist nicht geklebt, so soll das sein, das gefällt mir sehr gut, denn wenn was ist, kann man das da wieder rausholen. Der Speaker auch, der an sich, auch wenn die Tiefe jetzt nicht so die optimalste ist, 1 Millimeter hätte schon gereicht, der sitzt auch sehr gut. Batteriefach ist lang genug gewählt, das gefällt mir. Hier der Sitz vom Konnektor, der hat auch ideal gepasst. Ich meine, am Ende habe ich das Ding ja nochmal konstruiert, aber es hätte auch so gepasst. Ja, was gibt es sonst noch? Also ich finde auch dadurch, ich musste ja hier die Messingstangen ersetzen. Wir haben jetzt hier nur 3 mm und nicht mehr 4 mm. Wir sehen mehr vom Kristall. Und das ist doch auch so ein bisschen so der Sinn der Sache, dass man den Kristall sieht. Ja, ich bin total zufrieden. Vor allem halt auch mit diesem J-Lock.
Das ist hier, dass das Chassis gehalten wird durch die 2 kleinen Schräubchen, die hier drin sind. Und durch das Verdrehen, dass das Ganze hier einen festen Sitz hat. Und so, jetzt drehen wir das Ganze mal hier rein. So, wunderbar. Das passt hier perfekt rein. So, hier, wie angesprochen, diesen lockeren Sitz. Hier passiert gar nichts. Einmal umdrehen, fest. Hier passiert auch nichts mehr. Hier wackelt nichts. Und hier kann man wunderbar drücken. Das passt wunderbar. Na? Hallo? Ich habe wahrscheinlich die Gestensteuerung ausgeschaltet. Das. Gestures on. Ja. Sieht er mal, ne? Kann mich auch hin und wieder mal überraschen, aber schnell gelöst. Was ich an diesem Griff, ich weiß gar nicht, ob ich ihn schon mal hatte, ich glaube nicht. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Lösungen für diesen Griff, verschiedene Versionen. Mal sind die Buttons hier, mal sind die hier oben. Und ich finde hier ganz toll einmal, dass sie hier oben sind, weil der Mechanismus hier mit diesem Schieber hier irgendwie ein bisschen friemelig ist. Also hier werden einfach 2 Plunger runtergedrückt und das war es dann. Und hier oben haben wir keine aktiven Taster. Das erspart mir, hier oben irgendwelche Kabel zu legen oder sowas. Deswegen ist dieses Chassis auch so schön herausnehmbar. Und meine Blade Retention Screw ist hier der obere Button. Jetzt kann ich hier den Blade Plug rausholen. Das ist total, ja, simpel gelöst. Und klar, macht es natürlich auch Bock, hier den Knopf zu drücken, gar keine Frage. Aber das ist einfach schon sehr elegant. Ja. Ich habe keine 7/8 Zoll Klinge gerade fertig gebaut, deswegen kann ich hier jetzt keine reinsetzen. Ich habe auch noch keine 7/8 Zoll Testklinge. Ansonsten, der Klang ist wunderbar. Ich würde ihm eine 8 bis 9 geben. Der ist recht schwer, der Griff, aber das macht ihn auch so wertig. Also das ist ein gutes Tragegefühl, würde ich sagen. Also Geschmäcker, und das ist mein Geschmack, definitiv. Ja, und jetzt fertig mit Kristallkammer. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Der Griff ist eine Schönheit. Ich persönlich bin kein Fan von Chrom, aber dieser Griff der muss verchromt sein. Der sieht einfach wirklich so passend aus. Da gibt es andere Griffe. Mace Windu ist mir zum Beispiel, der sieht auch nett aus, aber das ist mir zu viel gespiegelt. Aber ja, jedem das seine. Die Installation persönlich hat mir viel Spaß gemacht, eben weil ich mit dem Griff selber gar nicht viel arbeiten muss. Also ich mag es sehr gerne, wenn das Chassis unabhängig vom Griff ist und ich kann da tüfteln und zerkratzt auch nichts oder sowas und muss nicht darauf achten, dass irgendwelche Teile hier rumfliegen vom Griff, die ich ja wiederfinden muss. Nein, hier kann ich mit dem Chassis selber arbeiten oder konnte ich damit arbeiten und konnte das Ganze in Ruhe installieren. Und am Ende steckst du beide Teile zusammen und hoffst einfach, dass es funktioniert, was passiert ist. Ganz vielen Dank für diesen Auftrag. Morgen geht er zu dir in die Post. Und ich bedanke mich recht herzlich wieder fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.